Zum sogenannten Al-Quds-Tag am Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan sind in Berlin bereits mehrere Demonstrationen angekündigt. Der israelfeindliche Tag, an dem der Iran jedes Jahr zur Eroberung Jerusalems aufruft, wird in den Ankündigungen nicht explizit erwähnt. Stattdessen geht es um das Thema Palästina. Angemeldet ist auch eine Gegendemonstration. Die Berliner Polizei hat bereits angekündigt, das Verwenden verbotener antisemitischer Parolen oder Symbole streng zu ahnden. In Frankfurt am Main wurde ein geplanter Al-Quds-Marsch von der Stadt zunächst verboten. Zugeschaltet ist mir nun Philipp Peimann-Engel, der Chefredakteur der Jüdischen Allgemeine. Guten Morgen, Herr Engel. Ja, guten Morgen, hallo, grüße Sie. Was erwarten Sie denn heute? Und Berlin ist ja nun das Zentrum der pro-palästinensischen und israelfeindlichen Demonstrationen. Also das verheißt nichts Gutes, oder? Das verheißt überhaupt nichts Gutes, das stimmt. Und es ist auch richtig, was Sie sagen. Berlin ist der Hotspot für Antisemiten, für Israelfeinde, für Judenhasser. In dem Fall muss ich ein bisschen, den Film vorab betrifft, etwas differenzieren. Nach meinen Informationen, nach unseren Informationen, gibt es einen Passus, einen sehr, sehr guten Passus neuerdings im Berliner Versammlungsgesetz, der Kundgebungen und Demonstrationen unter dem Label Al-Quds-Tag verbietet. Jetzt gibt es natürlich auch Anmelder, Demonstrationsanmelder, die gewitzt sind und die sozusagen nicht das Wort Al-Quds-Tag oder Al-Quds-Demonstration benutzen und dann aber sozusagen mit demselben Geist dann eben Kundgebungen anmelden und dann auch auf die Berliner Straßen strömen, um ihren Hass auf Juden, um ihren Hass auf Israel zu artikulieren. Also da bleibt abzuwarten, ob dann eben auch die Berliner Versammlungsbehörde dann auch so gewitzt ist wie diese Demonstrationsanmelder und dann auch erkennen, was da vor sich geht. Grundsätzlich muss man sagen, man kann Berlin mit vielen, vielen guten Gründen kritisieren. In diesem Fall ist da Berlin aber Vorreiter, was zumindest die Verbote der Al-Quds-Demonstration betrifft. Und jetzt hatten Sie erwähnt, dass in Frankfurt die Al-Quds-Demonstration untersagt worden ist. Das stimmt. Allerdings wissen wir aus den Vorjahren, dass da die Demonstrationsanmelder auch immer versuchen, die nächsthöhere juristische Instanz anzurufen, sodass dann leider der Al-Quds-Tag zumindest in Frankfurt doch dann häufig stattfinden wird. Also da hoffe ich sehr auf einen wehrhaften Rechtsstaat, denn das kann man nicht klar genug sagen. Der Al-Quds-Tag, egal ob in Berlin oder in Frankfurt oder in vielen anderen deutschen Städten, das ist ein Sammelbecken für Israel-Hasser, für Judenhasser und das kann sich eine Demokratie nicht gefallen lassen. Was wir aber auch, Herr Engel, in den vergangenen 3 Jahren ja gesehen haben, nach diesen Anfängen, die Berliner Polizei hat ja dazugelernt nach diesem schrecklichen Massaker der Hamas-Terroristen in Israel und dann den pro-palästinensischen Demonstrationen und ist immer wieder eingeschritten und hat dann solche Kundgebungen verboten. Also hat der deutsche Rechtsstaat sich tatsächlich jetzt auf diese Gefahren und diese Spitzfindigkeiten, die dann genommen werden von diesen Demonstrationsanmeldern, eingestellt, dass man tatsächlich auch durchgreift? Der deutsche Rechtsstaat leider nicht. Wie gesagt, in diesem Fall ist Berlin, zumindest was dieses Thema betrifft, antisemitische Demonstrationen unter dem Label Al-Quds-Tag Vorreiter. Ist nach den Buchstaben des Berliner Gesetzes darf es keine Al-Quds-Demonstration in Berlin geben. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass in allen anderen 15 Bundesländern in Deutschland Al-Quds-Demonstrationen möglich sind. Das sehen wir auch in den Vorjahren. Die werden sehr, sehr häufig durchgeführt, mit wirklich diesen katastrophalen Bildern und Videos, wo Juden ins Gas gerufen wird und andere schlimme Sachen, wo explizit dazu aufgerufen wird, Israel auszulöschen. Und das ist ja auch die Idee des Al-Quds-Tages. Mit dieser Idee haben die Mullahs im Iran nach 1979 den Al-Quds-Tag gegründet. Also da haben 15 Bundesländer noch einen weiten Weg vor sich. Und das ist natürlich so, dass dieser Al-Quds-Tag verboten werden muss. Das kann sich keine Demokratie gefallen lassen, dass da eben zu Hass und Hetze und zur Ermordung von Menschen und Staaten aufgerufen wird. Und da kann man in diesem einen Fall von Berlin lernen, übrigens auch mit Blick auf die auf den antisemitischen Schlachtruf From the river to the sea, Palestine will be free. Der ist in Berlin verboten, in allen anderen Bundesländern, in Deutschland nicht. Da sollten auch die anderen Bundesländer nachziehen und sich Berlin in diesem einen Fall als Vorbild nehmen.
Lassen Sie uns mal auf die Situation im Gazastreifen schauen, denn es ist ja erstaunlich, was dort in den vergangenen Tagen immer wieder passiert ist. Es gibt Demonstrationen von Palästinensern gegen die Hamas-Terroristen. Wie beurteilen Sie das? Kann man da tatsächlich schon eine Wende auch bei den Palästinensern sehen, dass man halt nicht mehr sich von den Terroristen so kontrollieren lassen will? Es sind bisher nur ein paar Hunderte, aber es kann auch sein, dass es schnell geht und es wären Tausende. Das kann sein, es kann aber auch anders kommen. Also von einer Wende zu sprechen, das wäre verfrüht. Die Hoffnung ist da, die Hoffnung ist übergroß, dass dass die Zivilbevölkerung in Gaza sich jetzt endlich gegen die Terroristen erhebt und sagt, ja, es muss Schluss sein mit dieser Terrorherrschaft, es muss Schluss sein damit, dass die Hamas Israel auslöschen will, es muss Schluss sein damit, dass die Zivilbevölkerung ja in Gaza unter der Hamas leidet. Ob das dann wirklich so kommt, ja, dass der Druck aus der Zivilbevölkerung in Gaza so hoch sein wird, dass die Hamas sich nicht mehr halten kann in Kombination mit dem militärischen Druck Israels, das wage ich zu bezweifeln. Zur Wahrheit gehört auch, zur unbequemen Wahrheit gehört auch, ja, dass es diese Bilder, diese Videos, also diese Proteste gegen die Hamas seit 1,5 Jahren fast nie gegeben hat. Und zur unbequemen Wahrheit gehört auch, ohne da generalisieren zu wollen, dass die Hamas im Gazastreifen seit dem 7. Oktober von der Zivilbevölkerung auch übergroße Zustimmung erfahren hat. Die Hamas wurde zumindest in den letzten 15 Monaten auch sehr stark von der Zivilbevölkerung getragen. Also meine Hoffnung ist, dass die Hamas, die palästinensische Terrororganisation Hamas, jetzt endlich fällt, endlich zerstört wird und dass die Menschen in Gaza endlich auch in Frieden und in Freiheit leben können. Herr Engel, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Und dann werden wir mal die kommenden Tage abwarten, was in Berlin und in anderen deutschen Städten an diesem Al-Quds-Tag passieren wird. Danke Ihnen.